Wir waren letztens in Coobject oder auf Deutsch Kolberg, was den meisten wahrscheinlich bekannt sein sollte, und haben wieder spannendes Videomaterial mitgebracht, was wir uns dann auch gleich zusammen anschauen werden. Ich werde auch im Video hin und wieder mal Kommentare abgeben, um vielleicht in dem Moment zu erklären, was es dort auf dem Video zu sehen gibt. Am Ende des ganzen Videos werde ich auch ein Feedback zum Urlaubsort Coobject geben und einfach mal ein bisschen meine Meinung zu dieser ganzen Sache sagen. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich nach dem Intro geht's los. Ja, an dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall an erster Stelle wirklich über ein Like und ein Abo freuen. Das hilft mir wirklich sehr weiter und würde mich wirklich sehr freuen. So, kommen wir aber jetzt auch schon direkt zum Video. Wie erwähnt sind wir in Kolberg oder auf Polnisch Coobject. Wir sind jetzt hier auf ein Stück der Promenade. Ich persönlich, ich teile gerne die Promenade in zwei. Also wir haben einmal die Promenade, das Stück, was wir jetzt hier gerade sehen. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, das längere Stück. Das ist circa, ich weiß nicht, zwischen 1,5 und 2 Kilometer. Und hier gehen wir jetzt auf das andere Stück Promenade drauf zu, wo die ganze Action sich abspielt, wo die ganze Menschenmasse ist. Da haben wir das Wachsmuseum, was wir gleich sehen werden. Da haben wir die Molo, den Leuchtturm haben wir dort, verschiedene Restaurants, verschiedene Straßenkünstler und so weiter und so fort. Man sieht auch, dass sich die Menschenmasse so langsam füllt. Hier haben wir übrigens auf der linken Seite jetzt das Wachsmuseum, wo diese Oscar, ich vermute mal, das sind Oscar-Figuren, dargestellt sind. Genau, und hier haben wir, ich würde jetzt mal sagen, das ist hier so das Zentrum. Hier haben wir auch nochmal jemand, der sich als einen Affen verkleidet hat. Also auch für Kinder ist hier einiges, also auch für Kinder wird hier einiges geboten. Man sieht halt diese ganzen Figuren. Auf dem Strand ist auch sowas wie so eine Hüpfburg. Hin und wieder habe ich hier und da mal so einen Spielplatz gesehen. Also auch für Kinder gibt es hier einiges. Fahrräder kann man sich ausleihen, Go-Karts, sehr schön. Ja, hier sind wir jetzt genau auf diesem Platz. Hier haben wir auch die Molo. Ja, und hier haben wir jetzt im Prinzip das zweite Stück Promenade oder was ich persönlich als zweites Stück Promenade nenne, was ein bisschen kleiner ist. Am Ende dieser Promenade haben wir auch den Leuchtturm. Was ich so schön finde, man hat hier den Weg und auf der rechten Seite dann das Meer. Restaurants haben wir. Ich war auch in einem drin, ich glaube dieses Porto, also wo man jetzt da oben das Porto sieht, was da geschrieben ist. Sehr schön, da kann man auf jeden Fall essen gehen. Und hier unten, jetzt auf der rechten Seite, wo die Menschen sitzen und wo das Geländer ist, das sind manchmal die Möwen, die kommen einem wirklich so nah, die fressen einem fast die Brote vom Teller, wirklich. Also manchmal machen die sogar Theater, wenn man denen nichts gibt. Genau, in diesem Restaurant war ich, wo jetzt diese Glasscheiben da sind. Ich weiß nicht, wie das heißt. Kann ich aber wirklich empfehlen, das Restaurant. Also wenn ihr da seid, auf jeden Fall gut. Der Leuchtturm. Für mich persönlich einer der schönsten Leuchttürme, die ich je gesehen habe, wirklich. Also vom Ganzen jetzt. Schiffsfahrten kann man hier machen. Kosten so zwischen, ich glaube 40, 50 Zloty, zwischen 10 und 12 Euro. Gehen in der Regel 40, 45 Minuten. Schön. Die Tickets kann man auch direkt da kaufen, wo der Leuchtturm ist. Die laufen da zum Teil rum. Man kann auch, glaube ich, mit Euro bezahlen. Ich glaube aber, da wird der Wechselkurs schlechter sein. Also wechselt vielleicht euer Geld vor im Kantor eventuell. Ich weiß nicht, ob die auch Kartenzahlung akzeptieren. Ich glaube doch, die akzeptieren auch Kartenzahlung. In dem Fall immer mit Zloty bezahlen, aber spricht das vorher nochmal mit der Bank ab. Ja, sehr schön. Schöner Leuchtturm, wirklich. Ja, und hier sind wir jetzt am Strand. Ja, also ich will nicht übertreiben, aber das Wasser, das war wirklich glasklar. Das war so ein bisschen so Karibik-Feeling, ja, wirklich. Da sehen wir wirklich ganz klar. Ja. Fische am Rumschwimmen, sehr schön. Ja. Hier haben wir eine Qualle. Es waren dieses Jahr auch einige Quallen da.
Ich weiß nicht, ob die gefährlich sind. Manche sagen, die sind gefährlich, manche sagen, die sind nicht gefährlich. Die haben auf jeden Fall rote Ringe gehabt und ich weiß nicht, ob das die Feuerquallen sind. Also seid vorsichtig, vielleicht lieber nicht anfassen. Ich sehe mal, Leute heben die hoch und alles. Ich würde es lieber nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass es dem Tier so gefällt. Hier haben wir jetzt mal eine Aufnahme vom Strand, wenn der voll ist, ja, am Nachmittag. Typisch polnisch, die Parawane, Windschutz. Das ist wirklich typisch polnisch, wenn ihr in Polen an der Ostsee seid. Und hier jetzt, wenn es ein bisschen leerer ist. Aber das ist auch wirklich nachmittags. Also es war nicht immer voll. Ich habe mich sogar sehr gewundert. Man sieht auch, schaut mal da hinten, da ist alles frei. Wirklich. Das ist jetzt von der Mollo aufgenommen. Hier sieht man auch, das ist gar nicht so voll. Ne? Ah, und da ist übrigens im Hintergrund auch die Hüpfburg, wo man mit den Kindern gehen kann. Da auch ein Tennisplatz, Volleyballplatz. Schön. Ja. Jetzt gehen wir auf die Mollo. Die Mollo kostet übrigens Eintritt, ich glaube 6 oder 7 Zloty. Aber ich weiß, da gibt es den einen oder anderen, der sich da vielleicht ein bisschen beschwert, warum eine Mollo Eintritt kostet. Aber schaut euch das an, die ist sauber. Wenn ihr das jetzt mal zum Beispiel mit anderen Orten vergleicht, wie jetzt Międzyzdroje zum Beispiel, da sind die Mülltonnen überfüllt. Hier ist alles sauber. Also 7 Zloty, also jetzt mal im Ernst, das sind umgerechnet zwischen 1,50 und 2 Euro. Und die Mollo, die ist schön, ihr habt auch einen Café, kann man wirklich genießen, echt. Also ich habe es da wirklich genossen, wenn das Wetter warm ist und da kommt so eine Windbrise, sage ich mal, echt angenehm. Ja. Wirklich schön. Ja, schaut, wirklich sauber, keine überfüllten Mülltonnen, echt. Am Abend, also da wo unten das Café ist, am Abend ist auch ein DJ, der spielt dann mal so ein bisschen Musik ab. Kann man auch dann auf die Mollo gehen. Ich glaube sogar ab 21 Uhr ist die Mollo kostenlos. Kann man auch, also gibt es da keinen Eintritt, kann man so drauf gehen. Schön. Ja, vielleicht fahre ich nächstes Jahr wieder hin. Also wenn ich jetzt die Bilder sehe, habe ich richtig wieder Lust drauf. Echt. Ja. Also ich persönlich finde auch, Kołobrzeg ist mit einer unter den Top-Orten an der Ostsee, würde ich jetzt mal behaupten. Also für mich persönlich. Ja. Ich finde, das ist schön, weil man hat da wirklich, man kann sich das aussuchen. Will ich in die Menge gehen, dann geht man hier auf dem kleinen Stück Promenade. Und wenn man es etwas ruhiger haben möchte, geht man auf den anderen Teil der Promenade, die etwas abgelegener ist, wo weniger Menschen sind. Ja, werden wir auch gleich nochmal sehen. Hier nochmal die Mollo von außen. Ich habe hier sehr oft diese kleinen Figürchen gesehen, diese Möwenfiguren. Vielleicht weiß ja jemand, ob die irgendeine bestimmte Bedeutung haben oder ob das einfach nur ein Symbol ist von Kołobrzeg. Würde mich mal interessieren, wenn das jemand weiß, kann er mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ja, und hier sind wir übrigens jetzt auf dem, ich sage jetzt mal, zweiten Teil der Promenade. Wenn wir sehen, auf der linken Seite haben wir so einen Park und das ist schön. Man hat hier die Promenade, dann hat man einen breiten Park, der ist, ich glaube, ja, ich weiß nicht, 300, 400, 500 Meter breit, so ungefähr. Und dann hat man den Strand. Und der Park, der zieht sich mit der ganzen Promenade mit. Und die Promenade, die ist, ich weiß nicht, über 1,5 Kilometer lang bestimmt. Also würde ich jetzt mal so schätzen. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen vorliegen. Aber wirklich schön. Hier sind wir jetzt auch gerade im Park drin. Im Park drin haben wir auch immer so kleine Restaurants hin und wieder, Kinderspielplätze, Fahrradwege. Da kann man wirklich sehr schön Fahrrad fahren. Schaut euch mal mein Video vom Kolberg 2021 an. Da werdet ihr einiges zu sehen kriegen, wie die Fahrradwege sind. Also da bin ich mit dem Fahrrad gefahren von Grzebowo bis nach Kolberg, weiter bis nach Ustronia Morska. Also wirklich 1A. Schaut euch das an. Video packe ich euch nachher auch in die Videobeschreibung unten. Und hier haben wir jetzt die Promenade, also da diese 200, 300 Meter runter. Und hier haben wir quasi schon den Strand. Was auch so toll an dem Park ist, wenn es sehr, sehr heiß ist, ist es dort angenehm, weil da sind die Bäume, die schützen alles. Schön. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen
bardzo dziękuję za oglądanie. Wer mir auf Instagram folgen möchte, kann das auch gerne machen. So, und jetzt noch ein kleines Feedback zum Urlaubsort Coral von meiner Seite. Ich versuche mich auch wirklich kurz zu halten, um das Video auch nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Also wir waren insgesamt 6 Nächte dort und ich sage euch ganz ehrlich, ich könnte noch weitere 6 Nächte dort verbringen, weil für mich gehört Kołobrzeg wirklich zu den Top-Urlaubsorten in Polen, würde ich jetzt mal behaupten. Unter anderem ist das auch der größte Kurort in ganz Polen, wenn man das mal noch so nebenbei erwähnen darf. Warum sage ich das? Ich finde, in Kołobrzeg gibt es wirklich für jeden etwas. Also man hat da an erster Stelle sehr, sehr viel Spaß, was man sich da erlauben kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt diese ganze Action haben möchte, kann man dazu zu der Stelle gehen, wo zum Beispiel die Molo ist, der Leuchtturm. Da haben wir dann auch den Strand, die Promenade, die Restaurants. Da haben wir auch so eine Menschenmasse. Es sind ja Leute, die sowas mögen, die brauchen sowas, damit die halt dieses Urlaubsfeeling haben. Und dann hat man halt, was ich im Video erwähnt habe, diese zweite Promenade, wo es dann einfach wesentlich ruhiger ist. Die ist verdammt lang, man hat sehr, sehr viel Spazierwege. Und ich finde das so toll, es ist wesentlich ruhiger dort und man hat dann halt auch diese Trennung zwischen Promenade und Strand, indem man in der Mitte einfach diesen langen Park hat, wo man auch schön spazieren gehen kann. Auch sehr viel für Kinder gibt es dort. Wie ich erwähnt habe, gibt es diese Hüpfburg auf dem Strand, da kann man sich Go-Karts ausleihen, da gibt es auch ein Wachsmuseum. Auch die Spielplätze, ich habe da sehr, sehr viele Spielplätze gesehen, sogar am Strand oder in diesen Spazierwegen an der Promenade. Also auch da gibt es sehr, sehr viel, was man auch mit Kindern unternehmen kann. Unter anderem gibt es auch in Kołobrzeg sehr viele Museen und eine Altstadt. Ich weiß nicht, ob Leute die Altstadt schon mal gesehen haben, aber die ist wirklich echt genial. Ich habe da aus Zeitgründen leider es nicht mehr geschafft, ein paar Aufnahmen dort zu machen, aber auch wunderschön. Das Rathaus sieht echt genial aus, kann ich wirklich jedem empfehlen. Von den Preisen her kann ich auch sagen, ja, es ist überall wie ein Touristenort. Es ist immer ein bisschen teurer, wie wenn man jetzt, sage ich mal, ins Landesinnere fährt, aber es ist auf jeden Fall alles noch im Rahmen. Also wenn man jetzt sich den Bereich Urlaub anschaut, ist das definitiv alles noch im Rahmen. Ja, das ist eigentlich auch so das Wesentliche, was ich da sagen kann. Wirklich für jeden ist da was bei. Wer noch nie in Kołobrzeg war, sollte da mal den Schritt wagen und vielleicht mal für ein paar Tage dort Urlaub verbringen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Auch Strände wirklich sehr schön. Ein kleines Minus muss ich geben, oder vielleicht sage ich mal 2 kleine Minusse. Ich war letztes Jahr in Kołobrzeg und wenn ich das mal mit heute vergleiche, zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, wenn man nicht als Gast ins Restaurant gehen möchte oder nicht als Gast im Restaurant ist und auf Toilette muss. Ich glaube, letztes Jahr wollten die 5 Zloty dafür haben, mittlerweile wollen die meisten Restaurants 10 Zloty dafür haben. Finde ich persönlich, also ich habe ja nichts dagegen fürs Toilette gehen zu bezahlen oder fürs Pinkeln zu bezahlen, aber 10 Zloty finde ich schon ein bisschen happig. Man kann das vielleicht aber auch umgehen, indem man sich, sage ich mal, ein Wasser kauft für 5, 6 Zloty und dann ist man ja quasi als Kunde auch berechtigt, die Toilette zu nutzen. Mal nur so vielleicht für den einen oder anderen, der sich da vielleicht ein wenig beschwert. Und was mir auch aufgefallen ist, aber das ist nicht nur im Kołobrzeg so, das habe ich auch an den anderen Stränden gesehen, die sind alle in der Regel sauber, aber die Kippenstümmel, also Leute, die da rauchen, also bitte räumt doch einfach eure Kippenstümmel weg. Ne? Ich habe auch mal geraucht, ich weiß wie das ist, mal die Kippe wegschnipsen und beim Sand ausdrücken und liegen lassen. Drückt die doch aus und nimmt die doch mit. Weil manchmal, das ist echt schon störend. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, Raucher oder Nichtraucher, es ist einfach störend, wenn überall diese Kippenstümmel am Strand liegen. Ne? Ja, das nochmal so zum Abschluss. Ja, in diesem Sinne freut es mich, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Abonnieren und liken nicht vergessen, auch ganz wichtig, hilft mir sehr. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.